begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Tiamat war ein wässriger Planet, der durch eine kosmische Katastrophe in 2 Teile zerschmettert wurde. Eine Hälfte wurde zur Erde, die andere zum Asteroidengürtel. Zekeria Sitchin, der 12. Planet, 1976. Bei dem Gedanken an die Götterschlachten erinnern wir uns an epische Bücher und Filme. In diesen Geschichten kämpfen die Allmächtigen um die Weltherrschaft. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was der wahre Kern dieser Mythen ist. Archäologische Funde und alte Texte geben Hinweise darauf, dass diese Geschichten keine Fantasie sind. Folgen wir den Spuren zurück zu einem Planeten, der zwischen Mars und Jupiter seine Runden gezogen hat. Ein Salzwasserplanet, der geschätzt das doppelte Volumen der Erde hat. Seine Drehung um die Polachse vollzieht sich in Jahren. Daher fehlt ihm das eigene Magnetfeld. Die Drehbewegungen seiner Monde gleichen das aus und schützen so das Leben vor den Strahlungen aus dem All. Die der Sonne abgewandte Seite liegt unter einem schweren Eispanzer. Auf der Sonnenseite toben vermutlich gewaltige Stürme über endlose Ozeane. Unzählige Inseln erheben sich aus dem Meer. Weitläufige Landmassen existieren nicht. Auf der Tiamat, wie die Sumerer den Planet später nennen, beträgt die Wassertiefe im Schnitt 30 Meter. Unter der Wasseroberfläche leben überwiegend millimetergroße Organismen. Trilobiten bevölkern den Meeresgrund. Dazwischen tummeln sich Panzer und Knochenfische. Vorläufer der Haie beherrschen laut den Geologen schon ab dem Ordovizium vor über 450 Millionen Jahren diesen Ozean. Durch Kalkablagerungen bilden sich neue Inseln. Das verdrängte Wasser versenkt bestehende Atolle. Vulkanische Aktivitäten sind eher selten, tektonische Verschiebungen sind auszuschließen. Erste Amphibien und Arthropoden, das sind Gliederfüßer, erobern das wenige Land. Dort wachsen Pilze und moosartige Pflanzen, aus denen sich urzeitliche Wälder entwickeln. Immergrüne Bäume, die keine Jahreszeiten kennen. Bis zu 2 Meter lange Tausendfüßler und Libellen mit Spannweiten von 70 Zentimetern leben in den Sumpfgebieten. Riesige Skorpione lauern in den Flachwasserzonen auf Beute. Oft haben falsche Übersetzungen die Fantasie unserer Vorfahren in die Irre geführt. Das Wort Schicksal zum Beispiel. Das ist der antike Begriff für die Umlaufbahn eines Planeten. Das Wort Gott bezeichnet in den alten Texten einen Anführer, das höhere Wesen oder einen Himmelskörper. Ein Gott, der das Schicksal eines anderen Gottes verändert, bekommt so eine greifbare Bedeutung. Tiamat zieht ihre Bahnen zwischen dem Süßwasserplaneten Apsu und dem Gasriesen Ansha. Der sonnennahe Planet Apsu existiert heute nicht mehr. Apsu ist kein Synonym für die Sonne, wie das die Wissenschaft oft annimmt. Dieser Planet, im griechischen Tartaros genannt, ist zu jener Zeit ein eigenständiger Himmelskörper. In den Überlieferungen steht, Apsu sei der Gemahl der Tiamat. Die beiden haben nicht geheiratet, sondern ziehen ihre Bahnen gemeinsam um die Sonne. Mit Kindern sind Monde gemeint. Mumu begleitet Apsu. Umudaprutu, Uridimu, Ugalu, Kusariku, Mushushu, Mushmahu, Ushumgalu, Bashmu und Girtablulu sind die 9 Kinder der Tiamat. Ansha ist heute der Jupiter und hat einen Mond namens Gaga, der in einem unregelmäßigen Orbit um den galaktischen Riesen zieht. Die Götter nennen ihn Gesandter, da dieser Himmelskörper in einer elliptischen Bahn annähernd Tiamat und Kisha, das ist heute der Saturn, erreicht. Am Ende des Paläozoikums, an der Grenze zwischen Perm und Trias, wird Tiamat von einer ersten Katastrophe heimgesucht. Annähernd alles Leben erlöscht, bei einem zu dichten Vorbeiflug des Nibiru, dessen Schicksal sich ständig ändert. Nibiru ist nicht wie bisher angenommen ein Planet, sondern ein roter Zwerg. 10 Himmelskörper kreisen um diesen Zwergstern und auf einigen von ihnen existiert Leben. Durch die zusätzliche Hitze sind die meisten Wälder auf der Tiamat verbrannt. Der Ozean auf der Sonne abgewendeten Seite kocht, das Eis schmilzt und das Wasser überschwemmt sintflutartig das vorhandene Land. 3/4 der Landlebewesen und 90% der Wassertiere sterben aus.
Nibiru verliert durch die Anziehungskraft der Tiamat die 3 Planeten Lamu, Lahamu und Kingu. Tiamat fängt diese ein und adoptiert die Neuankömmlinge. Die neuen Monde verändern die Gravitation der Tiamat. Gleichzeitig setzt eine dezente Drehbewegung ein, die heftige Vulkanausbrüche auslöst. Die dabei freigesetzte Energie hebt zusammenhängende Landmassen an. Die Erdverschiebungen bilden nach wie vor Inseln, keine Kontinente. Ein Magnetfeld baut sich auf. Wasser verdampft und erzeugt einen Treibhauseffekt, der global für wärmere Temperaturen sorgt. Die 3 größeren Monde bewirken wechselwirkende Gezeiten. Die Babylonier symbolisieren Tiamat gelegentlich mit einer Riesenschlange. Ein Beispiel dafür findet sich auf einem Rollsiegel, das die Szene zeigt, in der Nibiru Tiamat besiegt. Die 9 Finger an 2 ungleich großen Händen stellen ihre Monde dar. Die 3 Planeten, die Nibiru verliert, sind in der Darstellung deutlich erkennbar. Lamu, der Kriegsgott, den wir heute Mars nennen. Kingu, der Oberbefehlshaber. Und die rückwärtsgewandte Lahamu, die wir Venus nennen und die sich nach wie vor in die andere Richtung dreht. Alle 3 gesellen sich zur Tiamat. Die genannten Umwälzungen haben das Mesozoikum eingeleitet. An dieser Stelle gebe ich dieses Zeitalter nur in einem kurzen Aufriss wieder. Durch die Umformungen entsteht eine Schicht Buntsandstein, die wenig Fossilien aufweist. Diese Ablagerungen bilden sich unter extremen Bedingungen. Von den Lebewesen, die den Widrigkeiten trotzen, ist wenig erhalten geblieben. Das ist der Beginn der Untertrias. Das Indusium, die erste Stufe der Trias, dauert nach Ansicht der Geologen etwa 1 Million Jahre, in der das Leben annähernd ausgelöscht ist. Die Tiamat ist nach der Katastrophe weiterhin eine Wasserwelt. An Land toben Feuerstürme, saurer Regen fällt und Sauerstoffmangel verhindert die Ausbreitung von Pflanzen und Tieren. Nur die widerstandsfähigen Konodonten, kleine Kegelzähne aus dem Kambrium, überleben und breiten sich aus. Ich hoffe, dieser Beitrag der Ex-Mystiker hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Ihr Abo dieses Kanals. Lesen Sie kostenfrei die passenden Artikel bei einem Besuch der Online-Zeitschrift Mystikum. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Pierre Dietz.